Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Video bei freundlichen minus 6 Grad. Selbst hier in der Garage noch minus 3. Nichtsdestotrotz werde ich heute den Gepäckträger an der Vespa GTS 300 HPE montieren, den vorderen. Ich hatte den schon bei der British Classic dran, und zwar den von Facco. Jetzt ist ein neuer von Moto Nostra rausgekommen, den werde ich euch heute mal vorstellen, auch wie man den montiert. Der hat zwei große Vorteile gegenüber dem von Facco, auch gegenüber dem Seriengepäckträger, und die werde ich euch am Ende des Videos nochmal genau zeigen. Los geht's nach dem Intro. Die Montage geht relativ schnell, ist auch recht simpel. Zuerst müssen wir hier das Emblem vorne rausnehmen, um die Krawatte zu lösen. Dann mit einem Torx-Schraubenzieher die obere Schraube lösen. Dann können wir die Krawatte oben abziehen, unten anfassen und einfach mit ein bisschen Kraft rausziehen. Das ist hier unten nur mit diesen 3 Spannhaken drin. Und dann haben wir die Krawatte schon draußen. Hier haben wir jetzt die Kaskade. Als erstes müssen wir die obere Blende hier aus der Kaskade rausnehmen. Da sehen wir hier hinten sind solche kleinen Haken. Die müssen wir einfach mit dem Schraubenzieher, ich mache es aber wieder mit dem Kunststoffwerkzeug, hier so ein bisschen rausdrücken. Dann kann man die komplett rausnehmen. Das heißt, die oberste muss rausgenommen werden, die oberste Abdeckung. Und da haben wir sie schon. Im nächsten Schritt brauchen wir jetzt diese Schablone. Die ist in der Montageanleitung enthalten. Die müsst ihr nur ausschneiden. Wird dann hier oben raufgelegt, da wo die kleine Abdeckung drauf war, für das Gitter. So, nun brauchen wir einen Marker. Und jetzt seht ihr schon, dass hier eine kleine Ausnehmung ist. Die muss kurz gekennzeichnet werden. Dann die müssen wir gleich mit einer Feile wegfeilen. Den Platz brauchen wir nachher für die Halterung. So, einfach kurz anmalen. Die Schablone, wie gesagt, ist in der Montageanleitung. Einfach ausschneiden. Und dann haben wir hier so eine Ausnehmung. So, und jetzt ist sie markiert. Schablone wieder wegnehmen. Und jetzt brauchen wir eine Feile, um das Angezeichnete hier oben abzutragen. Da seht ihr, da war die kleine Schablone drin, die ich rausgenommen habe. Und ansonsten ist wirklich jeder Schritt sehr, sehr gut hier beschrieben in der Montageanleitung. Ganz, ganz simpel. Also die habt ihr zur Hand, die ist mit dabei. Jetzt mache ich mich mal an das Feilen. So, jetzt können wir diesen Bereich hier, den wir angezeichnet haben, einfach mit einer Feile, ich habe hier so eine eckige Feile, damit man die Kanten gut hinkriegt, vorsichtig rausfallen. So sieht das Ganze dann aus. Einfach das Stückchen rausfallen. So, im nächsten Schritt wird jetzt die Halterung montiert. Dafür die lange Schraube mit der Unterlegscheibe einfach hier rein. Da wird sie reingesteckt. Mit dieser kleinen Nut hier unten, das zeige ich euch nochmal. Da ist so eine kleine Nut hier unten, kann man das dann wunderbar hier unten ranlegen. So, und dann mit einem 10er Schlüssel das Ganze festziehen. Schön gerade ausrichten. Im nächsten Schritt wird jetzt die Kaskade wieder angebracht. Dazu hier unten das Ganze einfach einfädeln in die Halterung. Dann müssen wir hinten gucken, dass wir wieder in den beiden Aufnehmungen sind. Kurz randrücken, oben randrücken und das war es auch schon. Die Kaskade ist wieder dran. Mit der Torx-Schraube können wir jetzt die Kaskade auch oben wieder festschrauben.
Piaggio-Logo wieder rein. So, Kaskade ist fertig. Die Halterung ist jetzt schon fertig. Im nächsten Schritt jetzt einfach den Gepäckträger nehmen, oben einhaken, gucken, dass die Gummihalterungen hier unten richtig rangedrückt sind. So, und dann mit der unteren Schraube das Ganze anschrauben. Dazu müsst ihr das ein bisschen randrücken. Die Schraube unten einfach festziehen. Auch hier wieder mit einem Torx-Schraubenzieher. So, das war's schon. Presst sich jetzt hier mit diesen Gummipfropfen sehr schön an das Beinschild und das war's schon. Oben wird er nur eingehängt, sitzt auch gerade wunderbar. So, da haben wir ihn dran. Sieht toll aus. Und ihr habt es gesehen, geht ganz, ganz schnell ranzubauen. Was sind jetzt die großen Vorteile vom Moto Nostra gegenüber dem Seriengepäckträger von Piaggio oder auch dem von Facco? Für mich der Hauptgrund ganz klar, man muss die Kaskade nicht anbohren. Denn beim Originalgepäckträger müsst ihr hier oben ein Loch und nochmal hier unten ein Loch reinbohren. Beim Facco nur hier unten, aber es ist halt ein Loch in der Kaskade. Und wenn man sich entschließt, den Gepäckträger mal abzumachen, weil man ihn halt nur für eine Reise nutzen möchte, dann hat man immer das Loch in der Kaskade und das ist wirklich unschön. Das müsste man durch eine Kappe abdecken. Finde ich nicht so toll gelöst. Also hier hat Moto Nostra wirklich eine gute Sache gebaut. Kein Anbohren der Kaskade notwendig, nur ein bisschen ausschleifen. Das kleine Schlitz ist hier unten. Das kann ich aber nachher, wenn, wie gesagt, die Kappe da wieder drin ist, komplett verdecken. Sieht man nicht. Clever gelöst. Was bei dem Moto Nostra Gepäckträger auch sehr, sehr gut gelöst ist, und das sehen wir gut von der Seite, ist der Winkel, in dem sich die Klappe hier befindet. Und zwar ist der fast waagerecht, während der beim Facco, soweit ich mich erinnere, ich kann euch mal ein Bild einblenden, etwa so war. Das heißt, das Gepäck befand sich immer weiter in Richtung Scheinwerfer, was natürlich nicht so gut ist. Und hier können wir das ganz weit unten montieren, weit weg vom Scheinwerfer. Also man hat ein bisschen mehr Höhe zum Beladen. Finde ich ganz toll. Gut gemacht. Sieht auch schön aus von der Seite. Liegt gut an. Und wir müssen nirgendwo bohren, wird oben nur rangehängt. Und unten die Halterung ist wirklich stabil. Also wenn ich hier wackel, dann wackelt der ganze Roller. Da hält also auf jeden Fall das Gepäck gut. Ja, liebe Vespa-Freunde, das war es mit dem heutigen Video und dem Anbau des Gepäckträgers vorne von Moto Nostra. Den Link dazu packe ich euch wie immer unten in die Beschreibung mit rein. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch den Kanal abonnieren wäre super. Ich muss jetzt wieder rein, mir ist wirklich kalt. Minus 3 Grad ist zum Basteln nicht so gut. Wir sehen uns aber trotzdem auf jeden Fall nächste Woche beim nächsten Video. Bleibt gesund und fahrt vorsichtig. Bis dann, macht's gut. Ciao.